In den Tiefen des südafrikanischen Regenwaldes tollte ein Löwenrudel unweit einer verlassenen Mülldeponie umher. Die Gegend dort war zugleich wild und von Spuren menschlicher Nachlässigkeit gezeichnet. Hohe Bäume bildeten ein dichtes grünes Dach, durch das die Sonne in feinen Strahlen drang, während unten, zwischen Farnen und Schlingpflanzen, zerrissene Säcke, verrostete Eisenteile und Plastikfetzen lagen. Die Deponie, die von Menschen zurückgelassen worden war, war zu einer fremdartigen Insel inmitten des Waldes geworden, die Neugier weckte. Der Geruch von verrottenden Lebensmitteln und Fettresten lockte die Tiere an, und ungewöhnliche Gegenstände wurden für die Jungtiere zu Rätseln. Die Löwen spielten am Waldrand, jemand jagte dem Schwanz eines Gefährten hinterher, ein anderer wälzte sich im Gras, alles wirkte gewöhnlich und friedlich, abgesehen von der Anwesenheit des unpassenden menschlichen Abfalls. Eines Tages löste sich eine große Plastikbox, in der sich einst Pflanzenöl befunden hatte, von einem Müllhaufen und rollte direkt vor die Löwen. Die Box war von der Sonne ausgeblichen, mit zerbeulten Wänden und einem verblassten Logo, ein Gegenstand, der seinen früheren Nutzen verloren hatte und nun am Rande eines neuen Schicksals stand. Für die jungen Löwen war es genau jenes Neue, das zum Erkunden einlädt, der Geruch alter Nahrung, die glänzende Innenfläche, die seltsame Leere, in die man so bequem die Nase stecken konnte. Die Neugier, jener Motor der Erkenntnis, der jedes Jungtier antreibt, die Welt zu erforschen, führte hier ins Verderben. Ein neugieriges junges Männchen neigte den Kopf, um an der Box zu schnuppern, und schob dann seine Schnauze hinein, um den Inhalt zu untersuchen und vielleicht Essensreste zu ergattern. Seine Schnurrhaare zitterten im leichten Wind, seine Nüstern blähten sich auf, er bewegte vorsichtig die Lippen, als würde er auf leises Rascheln im Inneren lauschen. Doch genau jener Geruch nach Speiseresten ließ ihn die Zunge noch tiefer hineinschieben, und in diesem Moment umschloss das Plastik seinen Kopf. Die erste Überraschung wich der Panik. Das Innere der Box war eng und der Rand hart und scharf. Die harte und scharfe Plastikbox schloss sich fest um seinen Hals, und die enge Öffnung klemmte seinen Kopf ein, woraufhin er in Panik geriet und wild um sich schlug. Der scharfe Rand schnitt ins Fleisch und hinterließ blutende Kratzer. Das Atmen fiel ihm immer schwerer, da das Plastik die normale Bewegung von Kiefer und Luftröhre verhinderte. Er brüllte, schüttelte den Kopf und rollte über die trockene Erde, um die Fesseln loszuwerden. Das Echo seines Brüllens hallte über die Lichtung und vermischte sich mit dem Rascheln der Blätter, doch die Box hielt hartnäckig stand, als fesselte sie das Tier an einen unsichtbaren Pfahl. Zuerst beobachteten ihn die anderen Löwen, wussten aber nicht, wie sie helfen sollten, und gingen bald wieder spielen. Ihnen fehlte die Erfahrung und die Vorstellungskraft für menschliche Gegenstände. Im Gegensatz zu Menschen können Tiere keine Werkzeuge weitergeben oder in Kategorien denken, in denen man Hilfe mit den Händen anbietet. Dieses mangelnde Verständnis war tragisch. Das Rudel sah hin, prägte sich den Geruch der Angst ein und wandte sich allmählich ab, während der junge Löwe allein vor der Plastikfalle zurückblieb. Er begann um das Rudel herumzurennen, stieß gegen Äste und Steine in der Hoffnung, dass irgendetwas helfen würde, die Box abzuschlagen. Er versuchte die Kräfte der Natur und seine Umgebung zu nutzen. Er schlug gegen Baumstämme, warf sich gegen Felsbrocken, rannte gegen Baumstümpfe, als hoffte er, dass leblose Hindernisse als rettende Hebel dienen könnten. Jeder Schlag war von stechendem Schmerz im Nacken begleitet, die Wunden schränkten seine Beweglichkeit ein und die Durchblutung wurde gestört. Mit jedem Versuch drückte sich die Box tiefer hinein, wie eine sich zuziehende Schlinge. Jedes Mal, wenn er irgendwo dagegen stieß, schmerzte der Hals mehr und die Box saß noch fester. Der Schmerz breitete sich in seinem Körper aus, ließ seine Pfoten zittern, sein Atem wurde laut und flach. Irgendwann taten Panik und Überlebensinstinkt ihr Übriges. In Todesangst vor Schmerz und Unverständnis
trennte er sich vom Rudel und rannte tief in den dunklen Wald, weg von den Geräuschen des Spiels und dem gewohnten Leben. Ohne Sicht und ohne die Möglichkeit zu fressen, irrte er tagelang ziellos umher. Wenn die Sonne sank und dunkle Schatten über die Erde warf, irrte der Löwe immer noch umher, immer noch in der Hoffnung, Unterschlupf zu finden. Zuerst versuchte er verzweifelt zu kämpfen, doch allmählich ging er nur noch wie ein Geist. Schritt für Schritt, die Pfoten berührten kaum den Boden. Sein Fell verlor an Glanz, die Rippen traten wie Riffe unter der ausgetrockneten Haut hervor, und jede Minute Leben war mit unglaublicher Anstrengung verbunden. Mit jedem Tag zehrte sein Körper mehr aus. Sein einst goldenes Fell fiel büschelweise aus, war von Schmutz bedeckt und verdunkelte sich durch verkrustete Erde. Die Box drückte immer fester auf seinen Hals, erschwerte das Atmen und staute die Hitze, wodurch der Körper überhitzte und die Erschöpfung zunahm. Seine schwachen Beine knickten immer wieder ein, doch der innere Überlebensinstinkt zwang ihn beharrlich, aufzustehen und weiterzugehen, auch wenn die Schritte immer sinnloser wurden. Es gab kein Brüllen mehr, keine Versuche, sich zu befreien. Er ging einfach schweigend weiter, als hätte er sich in sein Schicksal gefügt. Gelegentlich waren Stöhngeräusche zu hören, wenn der Schmerz das Bewusstsein trübte, doch im Großen und Ganzen konzentrierte sich seine Existenz nur noch auf die Bewegung und auf den vagen Wunsch, Wasser oder Schatten zu finden. Doch in den Gegenden, durch die er trieb, gab es weder kühlen Schatten noch frisches Wasser, was den Verfall von Körper und Geist nur noch verschlimmerte. Über ihn kreisten Geier, die den Geruch des fast toten Tieres im Wind gewittert hatten. Ihre schattigen Silhouetten zogen über den Himmel wie eine sanitäre Patrouille. Sie hatten es nicht eilig, die Natur lehrt das Warten, und ihre Anwesenheit trug nur zur bedrückenden Atmosphäre bei. Die Luft war erfüllt von der Vorahnung des Endes. Alle anderen Wildtiere machten einen Bogen um ihn, als spürten sie die Fremdartigkeit und die drohende Gefahr, die von ihm ausging. Seine Augen sahen fast nichts mehr, sein Gehör war abgestumpft, sein Kopf schmerzte so sehr, als würde er jeden Moment explodieren. Er nahm die Welt nicht mehr klar wahr, die Bilder verschwammen, Geräusche verblassten, Gerüche vermischten sich zu einem schweren Hintergrundrauschen. In seinem Inneren geschah alles, was man weder messen noch im Detail beschreiben kann, nur das Gefühl, dass das Leben wie Sand zerrinnt. Er befand sich in einer wahren Hölle, in der jeder Schritt zu einer Heldentat wurde und der Gedanke an Rettung wie eine Fata Morgana erschien. Langsame Schritte schleppten sich über den glühenden Boden, nur das schwache Herz hielt einen winzigen Funken Hoffnung fest. Am 5. Tag war sein Körper fast völlig am Ende. Es blieb nur noch ein häufiger und flacher Atem. Es schien, als könne jeder Windhauch sein Leben forttragen, doch er ging wie unbeteiligt weiter. Vielleicht, weil in der Bewegung Hoffnung liegt. Und dann, als verlangte es eine letzte Kraft. Er verließ langsam den Wald und hielt auf fremdes Land zu, wo es nach Asphalt, Menschen und rauchenden Feuern roch. Dort roch es nach Menschen, Teer und noch etwas anderem, das sich von der wilden Welt, die er kannte, unterschied. Diese Gerüche waren scharf und ungewohnt, eine Mischung aus Treibstoff, zubereitetem Essen, festem Schmutz entlang der Straßen und den nicht immer angenehmen Aromen von Haushaltschemikalien. Sie lockten und stießen ihn zugleich ab. In ihnen lauerte Gefahr und zugleich das Versprechen von Wasser und Nahrung. Der Instinkt, der ihn früher zur Jagd geführt hatte, trieb ihn nun den Menschen entgegen, eine seltsame Wendung, doch Verzweiflung löscht die Grenzen der Furcht aus. Er überquerte einen kaputten Zaun an der Grenze des Reservats und trat direkt auf eine asphaltierte Straße in einem Wohngebiet. Der Zaun war einst eine Barriere gewesen, doch nun war er eine Lücke, durch die das Grauen brach.
Die Fahrbahn, die dem Menschen gehört, empfing das Tier mit dem Grollen von Autos und dem Geruch von Benzin. Die umliegenden Häuser und Höfe wirkten fern und fremd, doch in ihnen schlug ein unverständliches Versprechen. Vielleicht gibt jemand Wasser, vielleicht bemerkt jemand ihn und ruft Hilfe. Zum ersten Mal im Leben wagte ein wilder Löwe, das Territorium des Menschen zu betreten, nicht um zu jagen, sondern um Hilfe zu bitten. Es war unglaublich. Ein wildes Tier, das an seine eigenen Gesetze gewöhnt war, zeigte eine erstaunliche Verletzlichkeit. Für einen Menschen war die Begegnung mit einem solchen Ausgestoßenen eine Seltenheit, und nun hing das Schicksal von 2 zufälligen Passanten ab, von ihrer Entschlossenheit und menschlichen Güte. Jason und Amara, 2 Touristen, waren auf dem Rückweg zum Hotel, als sie plötzlich ein Wesen sahen, das mitten auf der Straße auftauchte. Sie fuhren müde, aber glücklich von einem Tag voller Beobachtungen im Reservat, und ihr Abend bekam plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Jason trat auf die Bremse, das Auto kam mit einem Quietschen zum Stehen, und vor ihnen erschien eine ausgezehrte Silhouette. Ein Löwe mit einer Box auf dem Kopf, seine Schritte langsam und unsicher. Amara schrie vor Schreck auf, begriff aber sofort, dass das Tier nicht angriff, sondern nur schwankte. Die Angst wich dem Mitgefühl, als sie den Zustand des Tieres erkannte. Die Knochen traten unter der Haut hervor, das Fell war lückenhaft, und es schien, als sei jede Zelle des Tieres erschöpft. Jason rief wortlos die Notrufnummer des Parks an, wie er es in den Anweisungen des Guides gelesen hatte, während Amara vorsichtig eine Flasche Wasser und ein kleines Stück Torte aus ihrer Tasche holte. Eine einfache Hilfe, aber in diesem Moment zählte jeder Tropfen. Der Operator bestätigte, dass die Ranger bereits unterwegs seien, bat darum, den Standort zu markieren und auf engen Kontakt zu verzichten. Jason band ein weißes Hemd an einen Ast am Straßenrand, um den eintreffenden Spezialisten die Orientierung zu erleichtern, während Amara Jasons Hand nicht losließ und aufmerksam jeden Atemzug des Tieres beobachtete. Ihre Herzen bebten. Das Warten auf die Rettung fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Und in diesen Minuten fühlten sie sich verantwortlich für ein fremdes Leben. Etwa 30 Minuten später traf der Geländewagen der Parkaufsicht ein, in dem sich 2 Ranger, Ruben und Thabo, befanden. Sie stiegen schnell aus, ausgerüstet mit allem Notwendigen. Sie hatten Netze, Seile, einen Käfig und einen Betäubungspfeil dabei. Da sie mit Tieren arbeiteten, wussten sie, dass Eile der Feind der Präzision ist, und handelten daher schnell, aber besonnen. Ruben schätzte die Lage ein und befahl sich, an einen sicheren Ort zurückzuziehen, damit nichts den Einsatz störte. Thabo zielte langsam und feuerte den Pfeil in den Hinterlauf des Löwen. Das Geräusch des Schusses durchschnitt die Luft, und das Tier brach mit einem krampfhaften Zucken zusammen. Die Ranger traten heran, prüften die Vitalfunktionen, Atmung, Reflexe und vergewisserten sich, dass das Medikament wirkte. Der leichte Dämmerzustand war notwendig, um die Box sicher zu entfernen und erste Hilfe zu leisten. Die Box wurde sorgfältig untersucht. Sie war mit Schmutz und Sand bedeckt und verströmte einen stechenden Geruch. Ruben holte eine Schere hervor und begann vorsichtig, die dicken Plastikschichten aufzuschneiden, wobei er hastige Bewegungen vermied, die das Gewebe am Hals hätten verletzen können. Als das Plastik entfernt war, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild. Die Wunde reichte tief, das Unterhautgewebe war sichtbar und es gab Anzeichen einer Infektion. Das Herz krampfte sich vor Schmerz zusammen, doch die Hände arbeiteten präzise und geschickt. Endlich fiel das Plastik ab und der Kopf des Löwen wurde zum ersten Mal seit vielen Tagen wieder frei. Seine Augen waren eingefallen, die Nase rissig, die Ohren hingen herab, doch in diesem Augenblick keimte in den Umstehenden Hoffnung auf. Sie legten ihn auf eine Trage, umwickelten seinen Hals mit weichem Stoff und trugen ihn in den Rettungskäfig.
Thabo schloss ihn ab, während Ruben tief durchatmete, auf Jason und Amara zuging, den Kopf neigte und sich bedankte. Sie haben ihn wirklich gerettet. Es war ein einfacher, aber tief empfundener Dank, die Anerkennung, dass menschliches Mitgefühl das Schicksal des Tieres entschieden hatte. Der Pickup raste in Richtung des medizinischen Zentrums des Reservats. Im Käfig schlief der Löwe ruhig und gleichmäßig, seine Brust hob und senkte sich sanft. In der Schwebe zwischen Leben und Tod atmete er dennoch, und das gab ihm eine Chance. Das Ärzteteam stand bereit. Vorab informiert hatten sie bereits den Behandlungsraum, die Ausrüstung und die Medikamente vorbereitet. Sobald der Wagen eintraf, wurde der Löwe in einen isolierten Raum gebracht und auf den Untersuchungstisch gelegt. Der Chefarzt verabreichte sofort Antibiotika und legte Infusionen. 4 Flaschen füllten nacheinander die Venen, gab Antischockmittel und versorgte die Wunde. Der Hals war schwer traumatisiert und ein gründlicher chirurgischer Eingriff war erforderlich. Sie reinigten die Wunde, entfernten abgestorbenes Gewebe, setzten vorsichtig Nähte und verbanden alles mit weicher Gase und einer antibakteriellen Lösung. Das Fell wurde von Schmutz, getrocknetem Blut und Verkrustungen gereinigt, das Tier wurde auf Geschwüre untersucht und Tests auf Leberschäden und andere innere Organe wurden durchgeführt. Der Löwe befand sich in den ersten Stunden in einem somnolenten Zustand, doch die Vitalparameter stabilisierten sich unter der Wirkung der Medikamente und der Intensivtherapie. Die Ärzte überwachten jeden Atemzug und Herzschlag, und das medizinische Personal übernachtete in seiner Nähe, als könnten sie diesen Fall nicht allein lassen. Die erste Nahrung wurde über eine Sonde verabreicht, eine flüssige Fleischbrühe, angereichert mit Eiweiß und Elektrolyten, um das geschwächte Verdauungssystem nicht zu überlasten. Am nächsten Morgen öffneten sich die trüben Augen. Er blinzelte leicht, und ein stilles Lächeln huschte über die Gesichter der Mitarbeiter des Zentrums. Das Leben kehrte zurück. 2 Wochen später hatte der Löwe bereits merklich an Gewicht zugenommen. Er begann besser zu fressen, seine Haut heilte und neue Haare brachen durch die kahlen Stellen. Allmählich kehrte auch seine Stimme zurück. Ein leises, aber sicheres Grollen war manchmal im Gehege zu hören, ein gutes Zeichen. Jeden Tag durfte der Löwe in ein naturnahes Gehege, um seine Muskeln zu trainieren, sich in der Sonne zu wärmen und sich wieder an das Gras unter seinen Pfoten zu gewöhnen. Die Tierärzte führten regelmäßige Untersuchungen und Analysen durch und passten die Ernährung an, damit die Genesung planmäßig und ohne Komplikationen verlief. Nach einem Monat war der Tag der Rückkehr gekommen. Ruben und Thabo bereiteten den Transport und die Route vor. Sie wählten Weidegründe, in denen das Rudel immer noch lebte und wo die Bedingungen für eine Anpassung günstig waren. Während der Fahrt saß der Löwe in dem halboffenen Käfig und beobachtete aufmerksam die vorbeiziehende Landschaft, als würde er vertraute Gerüche und Geräusche zu einem Bild zusammensetzen, das wieder seine Heimat werden sollte. Am Zielort öffnete Ruben den Käfig und trat zurück, um dem Löwen die Freiheit der Wahl zu lassen. Das Tier trat langsam heraus, seine Pfoten berührten die weiche Erde, ein fast sakrales Gefühl, die Rückkehr zum Ursprung. Die Mitglieder des Rudels hoben die Köpfe, lauschten und wurden aufmerksam, als sie ihn sahen. Nach einigen Augenblicken machte er einen Schritt auf das Gebüsch zu, drehte sich um und sein Blick traf den der Menschen, die ihn gerettet hatten. Es war ein stummes Lebewohl, ein kurzer, aber tiefer Moment der Dankbarkeit. Dann verschwand er in der grünen Tiefe und das Leben kehrte zur Normalität zurück. Nach einiger Zeit nahmen die anderen Löwen ihn wieder in den Kreis ihrer Regeln auf. Jason und Amara erhielten einen Dankesbrief vom Reservat und wurden später zu einem Festival für Wildtierschutz in Durban eingeladen, wo ihre Geschichte viele dazu inspirierte, sich Programmen zum Schutz von Tieren und zur Reduzierung von Müll in der Natur anzuschließen.
Ruben und Thabo setzten ihre Arbeit fort, patrouillierten täglich in den Gebieten, begleiteten Reinigungsaktionen an den Grenzen des Reservats und führten Aufklärungsgespräche mit der lokalen Bevölkerung. Die Plastikbox, die vom Hals des Löwen entfernt worden war, blieb als düstere Mahnung an die Folgen menschlicher Nachlässigkeit im Zentrum der Basis. Sie war mit Aufschriften versehen: »Werfen Sie keinen Müll weg« und »Schützen Sie die wilde Natur« und diente als anschauliches Symbol dafür, wie selbst ein gewöhnlicher Haushaltsabfall zur tödlichen Falle werden kann. Und der Löwe, nun wieder stark und frei, wurde zu einem lebenden Zeugnis für die Kraft menschlicher Güte und professioneller Fürsorge. Seine Geschichte verbreitete sich in den lokalen Gemeinschaften, inspirierte Freiwillige und wurde zu einem jener seltenen Beispiele, in denen Mitgefühl und organisierte Hilfe ein Wesen, das am Abgrund stand, ins Leben zurückholten. Auf den Weiden, unter der heißen Sonne, nahm er wieder seinen Platz ein. Nicht mehr als ein Getriebener, sondern als vollwertiges Mitglied des Rudels, das alle daran erinnert, wie zerbrechlich und wunderbar die Schicksale von Mensch und Natur miteinander verwoben sind.